Ob dieses etwas wirklich schön ist, darüber lässt sich streiten. In Fulda ist diese Kuppel aktuell aber auf jeden Fall das Gesprächsthema. Neu, schön, ich weiß nicht, wie es vorher aussah. Ich sehe nicht wirklich, was es sein soll und ich finde es jetzt auch nicht besonders schön. Aber was soll's denn überhaupt sein? Eine Krake? Eine Zitronenpresse? Oder vielleicht eine Krone? Und was hat der ganze Spaß überhaupt gekostet? Bei das Thema, euren exklusiven YouTube-News der Hessenschau, gehen wir genau diesen Fragen auf den Grund. Kleiner Teaser, günstig war's nicht. Ach, da erstrahlt sie hoch über der gesamten Stadt. Diese neue Kuppel auf dem Fuldaer Stadtschloss. Lange hat man sich nach ihr gesehnt, jetzt ist sie endlich da. Fast einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung für dieses Kunstwerk gestimmt. Doch Ernst Sporer von den Grünen würde seine Zustimmung jetzt am liebsten wieder rückgängig machen. Als es uns damals vorgestellt wurde, da haben wir nur so Animationen vom Architekten gesehen und da sah das ganz anders aus, als es jetzt in der Realität sich darstellt. Also viel graziler. Der Magistrat der Stadt kann das Problem daran überhaupt nicht nachvollziehen. Ist das doch alles künstlerisch wertvoll und überhaupt ergibt sich die Größe der Haube durch den goldenen Schnitt. Und ohne das Gerüst soll es später dann viel besser aussehen. In einem Statement heißt es, wie die Turmhaube tatsächlich wirkt, wird sich also erst endgültig zeigen, wenn das Gerüst entfernt ist. Ja, wenn das Gerüst entfernt ist. Dann wundert es vielleicht auch niemanden mehr, dass das hier Geld gekostet hat. Nämlich 600.000 Euro. Das bemängelt jetzt leider trotzdem der Bund der Steuerzahler und hat die Haube in sein Schwarzbuch aufgenommen. Am Anfang war es ja so, dass beim Fuldaer Stadtschloss lediglich der Turm saniert werden sollte und barrierefrei gemacht werden sollte. Da aber großzügige Fördergelder, übrigens auch Steuergelder, zur Verfügung standen, hat man das Projekt ausgeweitet und Maßnahmen sind hinzugekommen, die man nicht umgesetzt hätte, wenn es diese Fördergelder nicht gegeben hätte. Und quasi als i-Tüpfelchen ist dann diese Stadtkrone dazugekommen. Unter anderem wird dabei kritisiert, dass neben der Sanierung für 4,8 Millionen Euro jetzt eben Geld für diese, nennen wir es, Überdachung ausgegeben wurde. Die Aussichtsplattform vorher aber so auch hervorragend funktioniert hat. Für sie Geldverschwendung. Aber die wichtigste Frage, was ist das überhaupt? Ich könnte mir vielleicht denken, dass man aufgrund des Doms hier und Fulda, dass man das vielleicht als Bischofsmütze sieht. Ja, schon so von so einem Automaten, so auf dem Rummel. Das Gleiche haben wir auch in unserem Community-Tab gefragt. Eure Ideen? Ein Greifer vom Jahrmarkt? Ein Kopfmassagegerät? Und die Kralle aus Die Unglaublichen. Habt ihr noch eine bessere Idee? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da. Ach so, und wir wären nicht eure Hessenschau, wenn wir nicht herausgefunden hätten, was es sein soll. Und es ist, eine Krone. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, haben wir das natürlich auch nochmal schnell animiert. So, gern geschehen. Und zur Verteidigung, über den Pariser Eiffelturm hat man 1889 auch gemeckert. Dieses Glockenturmskelett. Diese wahrhaft tragische Straßenlaterne. Riesiges, merkwürdiges Skelett. Und heute sind die Pariser froh, dass sie ihn haben. Und so wird es in Fulda mit dieser Haube bestimmt auch irgendwann werden.